Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute findet das Gewinnspiel Nummer 2 statt. Ja, 2 von 4. Danach habe ich immer noch 2 weitere Codes, die ich verlosen werde, aber dazu weitere Informationen ja, in kommenden Videos. Ja, heute gibt es auf jeden Fall, wie schon versprochen, das Gewinnspiel wieder einen Code oder den zweiten Code, der bis zu 10.000 Pilze beinhalten kann. Ja, und ich hatte ja versprochen gehabt, einer geht für alle raus. Die 2 Codes, die nach diesem Code hier kommen, die gehen auch wieder für alle raus. Ja, so viel sei schon mal gesagt, also haltet euch da fest. Aber dieser eine Code hier, der geht jetzt explizit wirklich nur für die Leute raus, die mich wirklich auch finanziell schon ja, seit längerem oder seit kürzerem unterstützen. Das ist ganz egal. Also ich rede von den Leuten, die ja, Mitglieder geworden sind bei mir auf dem Kanal. Die Funktion habe ich ja seit kurzem. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich die jetzt schon habe. Und einige Leute haben es tatsächlich dann abgeschlossen. Ja, es ist ganz egal, was man halt für eine Stufe hier hat. Das ist komplett egal und ich möchte auch keinen dazu irgendwie ja, zwingen, hier Mitglied zu werden. Ich bedanke mich recht herzlich für jeden Support, der ja, mir entgegenkommt, und damit meine ich auch alleine schon, wenn ihr das Video aufruft oder einen Daumen da lasst oder mich abonniert. Aber eine Mitgliedschaft ist wirklich nicht zwingend nötig. Nur wenn ihr, ich sage es nochmal ganz deutlich, nur wenn ihr wirklich mich unterstützen wollt und ihr wirklich das nötige Kleingeld dafür habt, dann könnt ihr das machen. Aber ansonsten rufe ich eigentlich, das ist jetzt tatsächlich das zweite Mal, dass ich dazu mehr oder weniger aufrufe. Einmal in den Ankündigungsvideo, dass ich den Mitgliedschaftsstatus erreicht habe, und in diesem jetzigen Video. Ja? Und das mache ich eigentlich auch nur, klar, zum Teil auch dafür, wenn Leute, wie gesagt, was da lassen möchten, ist es okay, aber ich mache es halt hauptsächlich dafür, den Leuten, die mich halt hier schon unterstützen, finanziell denen auch ein bisschen was zurückzugeben, weil was soll ich großartig denen bieten, ja, außer den Sachen, die hier halt drin stehen. So, man kann hier halt dann aussuchen, man bekommt hier halt so eine Logos denn vor seinem Namen, das ist halt das Coole daran, hat hier Emotes im Chat, oder ja, ab dem Ehrenmitglied hat man einen eigenen Discord-Rang, ja, auf meinem Discord-Server und so weiter und so fort, und ja, noch weitere Vorteile denn, aber wie gesagt, alles nicht notwendig, aber wenn ihr den Code gewinnen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne dran teilnehmen. Bin ich euch natürlich auch nicht böse, ne? Ganz klare Geschichte. Ne? Ja, gut, das ist auf jeden Fall das, was ich dazu zu sagen habe. Das Gewinnspiel wird bis Freitag gehen. Wir haben jetzt heute Dienstag und bis Freitag ist der 31. Am Freitag wird das Ganze aufgelöst, und bis dahin habt ihr noch Zeit, so einen Mitgliedschaftsstatus hier zu erwerben. Falls ihr Interesse an den Code habt oder mich halt, wie gesagt, einfach nur unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei jedem einzelnen Mitglied dafür, dass er mich supportet, und wie gesagt, das ist das, was ich euch jetzt so ein bisschen zurückgeben kann dafür. Und ja, vielen lieben Dank. Bis Freitag geht das Ganze. Am Freitag ist also die Auslosung, und das werde ich diesmal nicht über einen Comment-Picker machen, sodass dann halt ja, Kommentare gewinnen, sondern es wird halt wirklich nur über die Mitglieder ausgelost. Heißt, ich habe hier meine Seite, so, da wird jetzt wahrscheinlich alles zensiert sein. Links seht ihr, ich habe aktuell 28 Mitglieder, das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass ihr diesen Code gewinnen könnt im Vergleich zu dem anderen Gewinnspiel, wo halt alle dran teilnehmen können. Da war es 1 zu über 1000, ja, und hier ist es halt jetzt 1 zu 28 momentan gerade. Und ja, in dieser Mitgliederliste werde ich dann quasi das dann so auslosen über einen random Zahlengenerator, Random Number Generator, RNG ist das, glaube ich, abgekürzt, ne? Ja, und der wird mir eine zufällige Zahl ausspucken, und dann werde ich die Liste durchgehen, so nach 1, 2, 3, 4, 5, egal welche Zahl er jetzt hier genommen hat, und werde dann von oben nach unten zählen. Das heißt, der erste kann genauso gut gewinnen wie der letzte oder auch genau der so gut im Mittelfeld steht. Also es ist ganz, ganz random, ganz zufällig, und deswegen ja, ist das Ganze, denke ich mal, auch wieder fair. Und ja, deswegen wird das nur so über diese Mitgliedschaft jetzt ausgelost. Ja, also so viel dazu. Bis Freitag 15 Uhr habt ihr, wie gesagt, Zeit dafür, das abzuschließen. Falls ihr Chance auf den Code haben wollt, könnt ihr es gerne machen.
In erster Linie gilt das Ganze aber wirklich ja, als Danksagung, dass ich so ein bisschen was zurückgeben kann an die ganzen Mitglieder, die auf meinem Kanal ja, sind. Ja, das ist nicht selbstverständlich, das sage ich auch immer wieder, aber man kann es auch nicht oft genug wiederholen, weil das, ja, also es ist halt wirklich, ne, also ich vergleiche es halt immer so mit so einem, ja, ihr könnt mich mit so einem Penner auf der Straße irgendwie vergleichen, der da irgendwie einen Becher vor sich zu stehen hat und dann, keine Ahnung, oder sagen wir mal nicht Penner, sondern irgendwie vielleicht ein Straßenkünstler oder so, ne? Das klingt jetzt sonst zu abwertend irgendwie und ja, den ihr dann da irgendwie einen Euro in den Becher schnipst, ja, sag ich mal so, ne? So kann man das ungefähr vergleichen und wenn man halt die Arbeit oder das Entertainment halt genießt von diesem Straßenkünstler, Klammern ich jetzt so, ne? Dann kann man den vielleicht so einen Euro in den Becher schnipsen, so jetzt. So, ne? So ungefähr vergleiche ich das Ganze. Ne? Und wie gesagt, das ist halt wirklich nicht selbstverständlich so. Ne? Das ist halt alles wirklich auf freiwilliger Basis und deswegen bin ich euch da wirklich sehr, sehr dankbar drüber. Gut, genug rumgeschleimt, würde ich mal sagen. Ja, wir gucken mal ein bisschen, was hier so in Shakes and Fidget jetzt noch so abgeht. Eigentlich gar nicht viel. Wir haben jetzt kein Event und nichts Großartiges. Können ein bisschen würfeln hier. Wir würfeln mal bis 5. Ja, danach, nice. Danach, sehen brauche ich nicht. Danach werde ich die restlichen 5 Male hier so irgendwie auslosen. Ja, oder nicht aus, ich bin schon voll im Auslosen, sondern ja, die 5 Male werde ich bestimmt so noch hinkriegen, ohne Sanduhren dafür zu gebrauchen. So, die Pets sehen sehr, sehr gut aus, also wirklich sehr, sehr gut. Wir nähern uns wirklich langsam dem Ende, auch wenn es natürlich noch ein bisschen dauert, so, ne, ist klar. Aber es sieht schon mal sehr solid aus. Ich halte mich momentan, um mal wieder so ein bisschen auf die Rangliste einzugehen, halte mich momentan solide auf Platz 13. Der Osman ist hier immer noch fleißig am Start. Wir können mal unsere Gegner begutachten. Papa Duff hat immer noch die Eiswaffe drin, also ja, ist ja gut für mich. Smudo hatte Blitzschaden, okay, und ich glaube Sir Webster hatte Eis, ne? Oh. Okay, also da sehen wir schon, da könnte, ich weiß nicht, ob das Smudo war hier mit dem Eisschaden oder ob das, ich glaube, das war Sir Webster, mit dem Eisschaden. Smudo hatte, glaube ich, diese Waffe vorher schon gehabt, ja. Also da könnte sein, ja gut, könnte sein, er hat eine neue Waffe gefunden. Plus 40 ist schon richtig heftig, ja, da komme ich lange noch nicht ran. Also der pusht seinen Arena-Manager richtig stark, der nutzt das richtig heftig aus. Aber im Prinzip ist ja immer noch mein Hauptziel hier sowieso der Papa Duff. Und von daher, ja, ist es, denke ich mal, noch okay, dass ich so viel auf Ice Defense gemünzt bin, ja. 75% ist halt komplett übers Ziel hinaus, so, ne. Aber ja, das ist halt das Wichtige, dass ich ihn halt hier so ein bisschen abfarme, weil ihr seht, wie viel Ehre hier zwischen mir und ihm ist und ich besiege ihn halt jetzt schon, ja, ich würde mal sagen, ist so 50-50 vielleicht so, ne. Trotz dessen, dass hier so viel Ehre zwischen uns ist und ja, das ist natürlich ganz nice und wenn wir eines Tages da oben angekommen sind in dieser Ebene, so, hier sagen wir mal in dem Bereich hier so, dann können wir weiter gucken, ja. Können uns natürlich auch schon Pläne machen, wie es danach aussieht, aber erstmal müssen wir hier oben in diese Liga kommen, so. Und danach schauen wir weiter, wie wir denn weiter nach oben kommen, so, ne. Ja, aber das wird auf jeden Fall ein sehr harter Weg und ich merke schon jetzt so an Beispiel jetzt von Sir Webster jetzt hier, jetzt auf dem Feuerschaden, hier 40%, dass der mir auch schon ganz schön gut abhaut wieder, obwohl der natürlich auch schon sehr weit schon vorher weg war. Aber ich überlege mir halt dann doch vielleicht noch den ein oder anderen Skip eventuell zu kaufen beim Arena Manager, damit ich ja auch so ein bisschen höher komme, was so den Waffenschaden angeht. Ich meine, der schwankt ja ziemlich stark, das ist halt das Problem so, ne? Aber ja, das könnte halt sein, dass wir da noch so vielleicht mal hier und da mal ein bisschen was investieren, so einen kleinen 7-Tage-Skip oder sowas. Zumindest, dass ich vielleicht so den nächsten Breakpoint irgendwann mal erreiche, weil das würde ich halt ganz gerne noch schaffen wollen, dass ich so die Toilette auf 5000 hochkriege. Das dauert zwar auch sehr, sehr lange bis dahin, aber wenn ich das Ding erstmal auf 5000 habe, ich glaube, das gibt mir dann nochmal einen richtig heftigen Boost und danach würde ich dann, glaube ich, das Ding so ein bisschen ruhen lassen, aber ja,
ich hatte ja sowieso gesagt, das ein oder andere Mal will ich mir so einen Timeskip holen. Hier können wir auch mal gleich wieder opfern, das lohnt sich jetzt schon, also das lohnt sich, umso öfter man opfert, umso besser ist das. Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich in naher Zukunft den nächsten 7-Tage-Skip mir gönnen, wenn er denn erscheint. Und ja, dann werdet ihr es natürlich auch anhand meiner Runen dann sehen, so, weil jetzt stagniert das Ganze ja ziemlich stark, bis ich hier in den nächsten Bereich reinkomme von Tridecillion, was auch immer danach kommt, so, keine Ahnung. In dem Zahlengebiet kenne ich mich null aus. Bis dahin dauert es auf jeden Fall noch. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir da eventuell so ein bisschen anderweitig uns noch ein bisschen pushen. So, ne? Aber wie gesagt, werdet ihr dann anhand meiner Runen sehen, werde ich euch auf jeden Fall auch darüber informieren, wenn es soweit ist und ich mir einen neuen Skip geholt habe. Ja, weil das ist, denke ich mal, auch noch ziemlich interessant, wenn man da so sieht, was da so möglich ist. So, ne? Gut, auch wenn es natürlich jetzt nicht so viel, also es bringt halt wirklich nur marginal was, so wenn man jetzt das auf den Waffenschaden münzt und so, ne? Aber eventuell könnte ich da auch noch, durch die Lebensenergie mir ein Item sparen und so. Und dann kann man da auf jeden Fall das wieder anders belegen. Also es lohnt sich schon. Deswegen, würde ich auf jeden Fall das noch ein bisschen öfter nutzen, bis ich hier das Klo auf 5000 habe. Und dann, werden wir mal schauen. Gut, das soll soweit gewesen sein. Alle Informationen bin ich losgeworden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten, wie gesagt, bis Freitag um 15 Uhr habt ihr Zeit für das Gewinnspiel, nur für Mitglieder ausschließlich. Und danach gibt es dann halt noch 2 weitere Codes zu verlosen. Die Informationen, von wem die kommen und alles andere. Und wie das Ganze denn stattfinden wird, das werde ich dann ankündigen, wenn es dann soweit ist. Und auf jeden Fall vielen lieben Dank auch schon mal im Voraus dafür. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.